Ich weiß nicht. Aber wenn man das immer wieder machen könnte und zu gucken, was passiert. Aber ich glaube, irgendwann hätte ich auch keinen Bock mehr darauf. Das ist eine Lampe. Nein, wirklich. Beweg dich, alter Mann. Kann das sein? Warte mal, hier vorne war ja eine Flasche. Aber die wollte er ja nicht mitnehmen. Das heißt, vielleicht müssen wir da unten die Glühbirne reinstecken. Ist total sinnfrei, aber wir versuchen es einfach mal. Ach ja, herrlich. So, da ist nix. Aufzeichnung. Oh, jetzt hänge ich wieder irgendwo fest. Das Ding braucht mehr als nur eine Glühbirne, ja. Okay, die Blaupause, die Zeitmaschine können wir nicht benutzen. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Also so eine Zeitmaschine benutzen. Aber sie sieht nicht sehr stabil aus. Ja komm, schlag ein mit der Glühbirne. Wie wär's mit Gegentreten, wenn die nicht so stabil ausschaut, hä? Genau, tu sie niederbrennen mit der Bräunungslampe. Ähm. Bücherregal, Bücherregal. Feuer. Vielleicht was mit der Sonnenuhr? Mit der Uhr? Nein. Aber draußen war eine Sonnenuhr, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, Zeit ist relativ, ne? Kann man die damit benutzen? Ah. Hey, ich habe eine Axt. Alter. Ich komme aber nicht an die Axt, weil... Achso, nach draußen kommen wir auch nicht mehr. Okay. Dann müssen wir erstmal so gucken, ob wir hier was hinkriegen. Also nach draußen kommen wir nicht mehr. Hier haben wir ein Fass. Da haben wir auch ein Fass. Hochbeete. Auch wie süß. Zweig. Ich denke mal, wir brauchen den Zweig, um die Äste zur Seite zu dingsen. Warum kannst du das nicht benutzen, Alter? Willst du mich verarschen? Also nach draußen kommen wir nicht mehr. Was kann man denn sonst mit dem Zweig? Wir müssen doch irgendwie an die Axt kommen. Kannst du mir doch nicht erzählen. Wir brechen ja kaum über. Ah, warte mal, Feuer. Dann flambieren wir die einfach ab. Ernsthaft? Okay, dann tun wir das mit dem Fass benutzen, war wahrscheinlich total sinnvoll. Kein Wasser der Welt wird den
den wieder zum Leben erwecken kann. Das ist Wasser. Ich brauche Alkohol, Alter. Ich brauche Alkohol. Alkohol brauche ich. Weißt du, unten ein ganzes Regal voll mit Wein, was wir wahrscheinlich nicht dafür benutzen dürfen, weißt du? Wie kriegen wir den denn sonst? Wir haben jetzt nur einen Zweig. Fuchtel mal in der Anlage damit rum. Komm. Damit geht die bestimmt wieder. Ah, warte mal. Stimmt. Ölfass. Ah. Komm. Ich will doch nur das Öl haben. Kleines Fotolabor. Komplett aus Stahl. Stimmt, wir können ja jetzt, weil wir die Bräunungslampe benutzt haben, uns Feuerlöscher. Gucken wir mal, vielleicht ist was in den Regalen drin. Aber überall Uhren, ne? Überall Uhren. Vielleicht. Aha, das war vorhin nicht hier. Ah, warte mal, vielleicht kriegen wir die Tür mit dem Feuerlöscher auf. Okay, kriegen wir auch nicht. Können wir die Teile mit dem Feuerlöscher oben kaputt schlagen? Ich werde bei diesen Games immer sehr erfinderisch. Ich benutze Sachen, die eigentlich nicht kompatibel sind miteinander und hoffe, dass irgendwas bei rumkommt. Komm. Alter! Das bringt ja eh nichts. Ist ja egal, ob ich die Tür da dings oder nicht, weil die brauchen wir in der Zukunft, in der Vergangenheit haben wir sie ja auf. Komm, geh raus. Geh einfach runter. Irgendwas müssen wir ja jetzt noch finden. In den Raum kamen wir nicht rein. Das heißt, das ist wirklich ein versteckter Raum. Wir haben jetzt einen Feuerlöscher und den Zweig und da hat nichts mit funktioniert. Das heißt, hier hinter dem Regal ist wirklich ein versteckter Raum, aber ich weiß nicht, wie man da reinkommen soll. Das heißt, da fehlt noch irgendwas. Ja, die Axt, die Axt brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Oh, doch, die brauchen wir. Stimmt, wir haben nur den einen Raum, wo wir kurz reingehen konnten. Ernsthaft. Ich sag nichts mehr dazu. Ich sag nichts mehr dazu. Wie wär's, wenn man einfach nur mal, ohne dass man einen Gegenstand dabei hat, erstmal versucht, das Teil aufzumachen. So, dann gehen wir jetzt schnell rüber. Und dann brennen wir jetzt die Teile ab.
Weil es hilft ja nichts. Wir müssen das abgucken hier. Shit, das Ding ist leer. Ich muss etwas, bevor die ganze Hütte abbremst. Ja, haben wir denn hier noch irgendwo Wasser? Stimmt, in der Gegenwart unten. Nee, oben. Scheiße, geh nochmal hoch. Das Wasser gab's oben. Ja. Was? Das kannst du rausbrennen. Das ist ein leeres Fass. Benutze Feuerlöscher mit Fass. Ah, jetzt funktioniert es. Gerade eben hat es nämlich nicht funktioniert. Das ist ja alles herrlich hier. Okay, das Haus ist noch nicht abgebrannt. Wenn das so einfach wäre, Alter. Also dann gehen wir jetzt wieder nach unten, öffnen die Tür mit der Axt, hoffen, dass wir was finden, um das eine Regal zu dingsen, und dann können wir noch in den anderen Raum. So, jetzt komm. Eine Lavalampe. Ich habe hier auch eine stehen. Lavalampen sind toll. Ey, wie geil! Mann, ich liebe diese Dinger. Ja, ich liebe die auch. Ein Strumpf. Eine Pflanze. Das ist eine kleine Pflanze. Notizbücher. Warte mal. Vielleicht müssen wir die da dran stecken. Kann das sein? Weinflasche. Das ist die fehlende Weinflasche. Ernsthaft? Aber die Lavalampe ist so toll. Ich liebe Lavalampen. Habe ich das schon mal erzählt? Nein, habe ich nicht. Und der Fischi. Sonderbare Weinflasche. Ja, die sonderbare Weinflasche müssen wir jetzt sicherlich in das Regal stecken. Stop right there. Whoa, whoa, wait. Mr. Lambert, sir, it's me, Joe. I don't know you. What are you doing in my house? You sent me here, remember? I've done no such thing. For an intruder, you're not very bright, you know that? For all the commotion you caused getting in here, you might as well have brought a bulldozer. Now, you have exactly 5 seconds to explain what you're doing here. Or so help me God, I'm pulling this trigger and sending you on your way. 5. I was sent here. 4. By you. 3. You told me to find you, to warn you about the end of the world. 2. You were old, with white hair, and you got shot. Oh, God, please don't shoot me, Mr. Lambert. You gave me this. It's an chrono. It's a time machine. I gave you that? Yes! I've never seen anything like it. But on the back, that's my family's signet. I made this? It's simply magnificent. I gave this to you? Why? Who are you? Name's Joe, sir. I'm just a janitor at the Argen building. I found you in a room with a big, round door in the basement labs this morning, and you were dying. You said you'd come from 40 years in the future to stop the end of the world. I guess I was the only one around, so you gave me this and told me to find you and tell you all this, and I've been there. The future, I mean. A bunch of times. And you were right, Mr. Lambert. Everyone's gone. My God, so it did come to pass. They really did it, those greedy goddamn bastards. I told them this would happen. Wait, I was dying? How? You said you'd been shot.
I had to actually find you at the morgue to get this address. Shot? By whom? No, wait. Don't say anything else. You succeeded in finding me, which means anything you tell me from this point on could alter the course of action that brought you to my doorstep. The less I know, the better. So, you've seen the future. What did you see? It's like a bad dream, sir. Everyone's gone. Buildings are coming apart. It's all just quiet. What happened, Mr. Lambert? It is Dr. Lambert. And considering all the effort you just went through to find me, not to mention bearing witness to the horrific outcome of the biggest breakthrough in the history of science, I suppose I owe you some kind of explanation. I was 24 when I got hired by Argen, or Athena as it was called back then. Athena was one of the many weapons R&D companies formed during the Second World War. Unlike other R&D companies that had retooled themselves to pursue peacetime activities after the war, Athena had made enough money to continue chasing the next big thing in defense technologies. They were betting the farm on post-war Soviet expansion, raising the level of government paranoia to create a lucrative market for esoteric weapons research. I'd say they made the right bet. Still a theoretical physicist at MIT, my thesis on the possibility of time travel via dimensional membranes got published shortly after I was hired in 1961. Company heads were so impressed, they gave me a team and a budget. Development exceeded even my own expectations, and after only 6 years, we had the first primitive version of the time machine up and running. Our first successful trials involved sending simple objects into the future with a timed return. But with Archon running out of money, that was all the company bigwigs needed to secure a big fat contract with the Department of Defense. Apparently, we had sold them on the idea that the technology could be used to go back in time and strangle communism in its cradle. The reality, of course, was that it couldn't. Due to the laws of causality, you can't travel back in time beyond the point where time travel was invented. And sooner or later, we had to explain that to our benefactors. When they started pushing for progress reports, Archon management had to come clean, but instead chose to ease government concerns by claiming the technology could be used to bring back advanced weapons from the future. But this, too, was a lie. At this point, we'd already had our first of many human trials, and we knew there would be no weapons. In fact, our results were as terrifying as they were baffling. Time pilots returned frenzied and confused, raving about empty streets and human remains. At first, we assumed the city had suffered a Soviet attack in the near future and had been evacuated as a result. But as we pushed on further, the terrible reality became clear. Time pilots started returning fatally ill, dying within a day or two from painful convulsions. Some never returned. We lost several pilots, machine prototypes, and other equipment. When the first contamination erupted in the lab, we were completely unprepared, losing 3 lab technicians to what we later identified as an incredibly aggressive airborne virus. Although we weren't equipped to handle biohazards of this magnitude, management insisted we contain and study it. To keep our pilots and the virus alive long enough to study,
we co-opted experimental cryotechnology from another project, Lazarus, and established a makeshift virus lab. Once again, the bigwigs managed to spin our setbacks into a success story for the Department of Defense, now claiming that the virus could be cultivated for use as a biological weapon. The team threatened to resign, but outrage was swiftly quenched by promises of massive salary increases and stock options. I didn't take the bribe. I'd witnessed the lethal efficiency of the virus firsthand. I knew there was only one way this was going to end, so I handed in my resignation and set up shop out here. For over a year, I've been working to recreate the technology to bring me back in time and prevent mankind's extinction from ever happening. And now you're here, the harbinger of doom at my doorstep, wearing a boiler suit. Who could have imagined that Judgment Day would begin like any other Monday in May? In any case, unfathomable as it may be that you were able to bring this information to me, knowing is only half the battle. Preventing the outbreak will require more than just your tenacity. Me? Wait, what? Yes, I'm afraid I must rely on you one more time. You must go back to Argen and prevent the outbreak. No, that's, I mean, I'm really honored and everything, but... Believe me, you're the last person in the world I want to entrust with this, and I mean that quite literally. But by this time tomorrow, the entire city will have succumbed to chaos, panic, and death. You're here now, and you're all I've got. Wait, but what about you? Can't you fix this, Doc? Don't you have a plan? I can't go myself, because that would break the law of causality. The only reason you are here to warn me now is because I was there to send you. And the only reason I was there to send you is because I was able to bring my work to fruition here. But... We've no time to waste. It's the only way. You told me you found me this morning, correct? Yes, but... That means I failed to stop it, and the outbreak has already begun. The time pilot for today's trial must have brought the virus back from the future, which then somehow got out of the containment chamber and spread. That pilot is Patient Zero. I need you to destroy the supercomputer system controlling the time machine. All the research data is stored there too. You must destroy it before the time machine departs. I'm reconfiguring your device to send you back one day earlier. This should allow you ample time to return to Argen and get inside. On the other shore from here, about 500 yards down the road, is a rest stop. You'll find a van there, fueled and ready to go. Oh, I already have a ride. Which won't be there yesterday, you ninny. Now stop interrupting me. One last thing, and I need you to listen carefully because this is very, very important. Make sure you do not meet the earlier version of you. Ach du heilige Scheiße. Why? What will happen? No one knows for sure. It's one of the conundrums not yet accounted for. There are theories, of course. None of them pleasant. Now, let's get you ready.